Wenn ich merke, dass die Leute im Training gedanklich abschweifen, unkonzentriert sind, also nicht bei der Sache sind, kommt es schon mal vor, dass das Wort Achtsamkeit fällt. Weil mich nun vor kurzem wieder einer meiner Schüler fragte, was ich denn genau damit meine, möchte ich das an dieser Stelle noch mal kurz erklären. Achtsamkeit bedeutet im Grunde nichts weiter als gegenwärtig zu sein, also präsent zu sein. Es bedeutet, sich ganz und gar bewusst zu sein, was man tut und wo man ist. Damit Kampfsport zu Kampfkunst werden kann, sollten wir unter anderem auch diesen geistigen Aspekt beachten und versuchen, während des gesamten Trainings unsere Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Dann überträgt sich übrigens diese Fähigkeit, also achtsam zu sein, aufmerksam zu sein, auch ganz automatisch nach und nach in den Alltag. Die Aufmerksamkeit während des Trainings wechselt im Grunde ständig zwischen 4 Punkten. Zwischen Punkt 1, meinem Körper, meiner Bewegung, wenn ich zum Beispiel Kata laufe. Punkt 2, meinem Partner, beim Komitee zum Beispiel. Dann Punkt 3, den Erläuterungen des Senseis. Und schließlich dem für mich wichtigsten 4. Punkt, der allumfassende Punkt, der natürlich die anderen 3 Punkte auch begleitet, die Aufmerksamkeit auf den Atem. Etwa, wenn zwischen den Übungen Pausen entstehen oder auch wenn ich das Gefühl habe, die Erklärung des Senseis schon 1000-mal gehört zu haben. Auch der An- und Abgruß gehören natürlich dazu. Das sind die Momente im Training, bei denen ich ganz bewusst bei meinem Atem bin. Auf einen dieser 4 Punkte sollte also deine Aufmerksamkeit, dein Fokus im Training stets gerichtet sein. Vielleicht erscheint dir das für den Anfang etwas viel oder zu kompliziert. Dann wäre es ratsam, dass du dich erst einmal nur einem dieser Punkte zuwendest. Überlege dir, wann du im Training mit den Gedanken abschweifst. Ist es vielleicht so, dass sobald eine Übung beendet ist, sich deine Gedanken aus dem Dojo entfernen und sich irgendeiner Sache aus dem Alltag zuwenden? Dann wäre es gut, dir vorzunehmen, in nächster Zeit erst einmal nur darauf zu achten. Und wenn du dann merkst, dass nach einer Übung deine Gedanken mal wieder nichts mit dem zu tun haben, was gerade im Training geschieht, versuchst du durch bewusste Atmung deine Aufmerksamkeit wieder auf das Hier und Jetzt, auf das Training zu lenken. Helfen könnte dir dabei vielleicht, dass du in den Bauch hineinspürst und darauf achtest, wie der Bauch sich beim Einatmen aufbläht und wie er beim Ausatmen wieder abflacht. Oder eine komplett andere Sache. Es könnte sein, dass es eine Kata gibt, bei der du an einer bestimmten Stelle schon ein paar Mal gewackelt hast. Und immer wenn du nun diese Kata läufst, gehen dir Gedanken durch den Kopf wie etwa, oh, jetzt werde ich bestimmt gleich wieder wackeln. Oder ich hasse diese Kata, weil sie mir einfach nicht gelingt. Oder was auch immer. Um diese störenden Gedanken aus dem Kopf zu bekommen, könntest du versuchen, dir bewusst zu machen, wie sich gerade jetzt dein Körper anfühlt. Bist du entspannt? Oder sind vielleicht die Schultern von der Arbeit am Computer mal wieder verspannt? Wie fühlt sich der Arm an, wenn du eine große, weite Ausholbewegung für den Gedan-Bereich machst? Wie fühlt sich die Gewichtsverlagerung an, wenn du von einer Stellung in eine andere wechselst? Wie fühlen sich die Fußsohlen an? Ist der Boden kalt oder warm, rutschig oder hast du einen festen Halt? Werde dir dieser Empfindungen bewusst, jedoch ohne darüber nachzudenken. Das sind also ein paar Möglichkeiten, wie du daran arbeiten kannst, diese 4 Punkte nach und nach im Training umzusetzen, bis sie irgendwann nur noch eins sind. Ich fasse noch einmal zusammen. Also es geht um die Aufmerksamkeit, um die Konzentration auf deinen Körper, deine Bewegung, dein Gegenüber, deinem jeweiligen Partner, den Erläuterungen, den Erklärungen und schließlich dem Atem. Also, bei all dem geht es darum, präsent zu sein, ganz und gar bei dem zu sein, was du tust und deinen Geist auch immer dort zu haben, wo dein Körper ist. Das ist für mich Achtsamkeit im Karate.